wir wieder in Farnsdorf. Wir fahren nach Liebau. Zuvor aber noch schnell nach Novi Gor. Ja, gestern war auf dem Weihnachtsmarkt in Niesky. Ja, wir haben ein Shorts-Video, das ist seit heute online, könnt ihr auch dann mal reinschauen. Ihr habt es vielleicht sogar schon gesehen. Ja, das war nur ein kleiner Weihnachtsmarkt. Da gab es nicht allzu viel zu sehen. Wir sind da in ein paar Minuten durchgelaufen. Ja. Der Glühwein zum annehmbaren Preis von 3,50. Anderswo verlangen sie 8 oder so. Ne? Der Spinner, ja. Ja, und da gab es ja noch einen Stand mit polnischer Wurst und so weiter, Grillwurst und so weiter. Ne? Ja, und andere Sachen, ja, was halt so üblich ist auf dem Weihnachtsmarkt. Ne? Ich weiß gar nicht, wie lang der ist. Ich glaube, der geht noch bis nächstes Wochenende. Da könnt ihr aber hinschauen, wenn ihr wollt. Ja, Niesky ist halt jetzt keine große Stadt, da gibt es also nicht so einen übermäßig großen Markt da. Ne? Das ist halt nur ein kleines Ding da. Ich will nächstes Wochenende mal nach Jelena Góra noch mal fahren. Dort gibt es auch einen Weihnachtsmarkt. Da wollte ich mal hinschauen. Ich war zwar vorige Woche schon in Jelena Góra, aber der Weihnachtsmarkt, der geht dann glaube ich erst am 12. los. Jedenfalls vorige Woche war da noch nichts. Aber weil da gefahren bin Richtung Jelena Góra auf der DK30, da war ein Nebel, da hast du kaum 70 Meter weit gesehen. Ne? Und da gab es da so Spezialisten, die mich und den vor mir gleichzeitig am Stück überholen wollten. Du siehst 70 Meter weit und gleich kommst du auf die Idee, da 2 Fahrzeuge gleichzeitig zu überholen. Also manche haben schon Schuss weg. Ne? Ich verstehe das nicht, was solche Leute im Kopf haben. Wenn sie sich um die anderen Leute nicht scheißen, aber das eigene Leben müsste mir doch so viel wert sein, dass ich nicht riskiere, dass mir da einer im Nebel entgegenkommt, oder? Also, ich begreife das nicht, was solche Leute im Kopf haben. Wahrscheinlich nichts, was das würden sie das nicht machen. Ja, und Schnee ist hier auch keiner mehr. Vor 2 Wochen hatten wir hier noch Schnee. Da habe ich mich so gefreut. Aber was soll er hier mit Schnee noch? Wir haben jetzt draußen 7 Grad, plus 7 Grad. Da bleibt natürlich kein Schnee liegen, ist auch klar. Guck, und aus der Fabrik, da wachsen schon, aus den Wänden wachsen da schon die Bäume. Wenn oben auf dem Dach kann ich es ja noch verstehen, weil sich da Dreck ansammelt im Laufe der Jahre. Ne? Aber wie kann aus der Wand ein Baum rauswachsen? Ne?
wovon lebt der Baum? Der braucht ja Wurzeln, der braucht ja Erde. Und wenn der da in der Ziegelmauer wächst, da hat er doch nichts. Und das war jetzt aber schon ein größerer Busch da, also nicht nur so ein kleines Sträuchle. Ne? Der war schon gut 10 Meter groß. Dass sich der da überhaupt an der Wand halten kann. Ne? Erstaunt mich immer wieder. Ja, und hier ist so ein Gartenmarkt, da könnt ihr Weihnachtsbäume kaufen. Haben aber keine Ahnung, was der da kostet. Aber wo kosten der Sprit hier 32,90 und 31,90 Diesel? Vorhin an der Grenze habe ich gesehen, Benzin für 31,90. Es dürften so um die 1,40 Euro sein. Kommt immer auf den Tageswechselkurs an. Den habe ich vorhin gesehen mit 22,45. So, den Rest könnt ihr jetzt selber ausrechnen. Ich habe jetzt echt keinen Druck dazu. Und jetzt kommen wir wieder auf den Berg zu. Jetzt kommen wir wieder ins Wetter neu. Das ist ja immer so. Wenn es schneit, dann schneit es auf dem Berg. Unten ist noch nichts, aber bis man oben ist an dem Berg, da hat man dann Schnee. Aber heute glaube ich nicht, weil bei 6 Grad plus, da müsste jetzt die Temperatur innerhalb von 100 Metern da drastisch sinken, ja, und damit es da schneien wird. Ja, aber so hoch ist der Berg dann auch wieder nicht. Im Moment sind wir auf 1428 Fuß. Ja, das zeigt mir mein Truck hier halt mit Fuß an, ja, da kann jetzt auch nichts dran ändern. Und die Ortschaft hier, die hieß Ciretin-Lesne oder so ähnlich. Legt mich jetzt nicht auf die Aussprache fest. Da geht es dann gleich der Berg hoch. Bin ja gespannt, wann wir das nächste Mal Schnee kriegen, weil ich habe ja jetzt in meiner Wetter-App soll es ja bis 18 Grad warm werden. Ja, also das ist ja schon Frühling, ne? 18 Grad. Da kommt gar keine weihnachtliche Stimmung auf. Da möchte ich schon Schnee haben. Ne? Aber Schnee hat man ja zu Weihnachten leider selten. Auch wenn man es immer anders in Erinnerung hat. Aber die Erinnerung, die trübt. Wenn man 20 Weihnachten erlebt hat, von denen 2 weiße Weihnachten waren und 18, wo es nicht weiß war, dann erinnert man sich an die 2, die weiß waren, was wir möchten was haben. Ne? Ja, der hat sich jetzt ziemlich in sich. Jetzt sind wir schon 200 Fuß höher wie vorhin. Aber wir sind noch nicht ganz oben. Ja, jetzt haben wir wieder richtig vollgepackt. Ja, neblig wird es ja auch. Jetzt fahren wir in die Wolken rein. Jetzt sind wir bei 1844 Fuß. Vorhin waren wir mal bei 1400, das haben wir jetzt 400 Fuß an Höhe gewonnen. 300 Fuß sind so um die 100 Meter. Ich frage mich immer, was hier so Besonderes ist. Ah, hier liegt sogar noch Schnee.
weil hier links ist ein Parkplatz, der steht immer voll mit Autos, die gehen da immer irgendwo hin. Na, jetzt stehen auch wieder welche da. Irgendwann muss ich da mal anhalten, aber ich habe da nie die Zeit dazu. Oh, und jetzt sieht man, ja, und jetzt geht es wieder runter. Jetzt gehen wir hier runter. Ja, und hier ist Winterreifenpflicht von 1. November bis 31. März. Also keine Schneekettenpflicht, aber Winterreifenpflicht. Ne? Und die kontrollieren das auch hier auf der Strecke. Da stehen die manchmal und ziehen die Autos raus und schauen nach, wer Winterreifen hat und wer nicht. Also es ist ja ganz egal, ob das hier Schnee liegt oder nicht. Um die Jahreszeit darfst du hier nur fahren, wenn du Winterreifen dran hast. Ne? Also mit Schneeflockensymbol. Die früheren, die M&S, die reichen nicht mehr aus. Ich habe noch welche M&S zu Hause. Die tue ich dann im Sommer immer drauf, bis sie abgefahren sind. Und jetzt habe ich aber die mit der Schneeflockensymbol dran. Die haben ein bisschen weniger Fläche und dafür mehr Rillen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll. Ne? Die scheinen mir so vom Optischen her schon ein bisschen griffiger zu sein im Schnee. Ne? Richtig ausgetestet habe ich noch nicht den Unterschied, weil so viel Schnee hat man jetzt dann auch wieder nicht. Ne? Ja, hier kommt jetzt dann gleich wieder die Stelle, wo sie die Straße neu machen. Ja, und jetzt grüße ich erstmal alle, die jetzt hier neu dazugekommen sind. Wir sind auf dem Weg von Franzdorf nach Lipa. Bei 4 Grad plus, vorhin hatten wir noch 7, jetzt sind es 4 hier oben, aber immer noch zu warm für Schnee, also es regnet. Obwohl da vorhin an der Bergkuppe, da lag noch ein bisschen Schnee. Ja, da wo sie halt die Haufen zusammengeschoben haben, der Schneepflug. Ne? Und da wo ein Haufen ist, das dauert dann ein bisschen länger, bis der abtaut. Heute fahren wir die Strecke wieder in der normalen Richtung. Ja, wenn ihr jetzt hier links rüber schaut, da seht ihr die Baustelle. Und da wo der Bagger steht, da kommt dann die neue Straße hin, die wird also hier ein bisschen verlegt. Da gibt es ein paar weniger Kurven. Da sind sie noch dabei, Brücken zu bauen für die Eisenbahn, die da unten drunter ist. Und dann kommen wir da nicht mehr durch die Stadt da unten, also da ist das eine kleine Stadt oder ein Dorf, eher ein Dorf wie eine Stadt. Und damit der ganze Verkehr nicht immer da durchfließt, tun die hier die Straße ein bisschen verlegen. Da wieder links, da kann man jetzt die Brücke sehen, den Tunnel für die landwirtschaftlichen Fahrzeuge, damit die auch auf die andere Seite kommen und nicht mehr über die Straße. Aber die müssen hier noch jede Menge Erde bewegen. Wenn man das guckt, bis die das da aufgefüllt haben. Ne? Obwohl die schon ganz schön viel gemacht haben. Ne? Also es wird wohl noch ein Jahr dauern, bis wir auf der neuen Straße fahren können. Ja, und das ist hier eben der Ort, den man da umgehen will mit der neuen Straße, damit hier nicht immer alle durch den Ort fahren. Ich meine, wenn wir hier sonntags langfahren, ist ja nicht viel Verkehr, aber während der Woche mit allen großen Lastwagen und so weiter, da ist das schon viel, was hier durch den Ort fließt. Aber das geht ja alles auf die Bundesstraße.
Ja, wir sind jetzt vor und hier fahren wir jetzt schon auf ein Stück neuen Straße, weil jetzt der Anschluss verlegt wurde, weil da drüben, wo der rote Laster steht, da kommt dann die neue Straße hin. Da sind wir bisher gefahren. Und jetzt müssen wir hier rechts Richtung Lipa, das sind so 16 Kilometer. Das ist in der Nordtschechei. Und ich werde dann gleich, da vorne kommt jetzt noch ein Ort, das heißt Novi Bor, da muss ich noch mal kurz anhalten. Dann lesen wir eure Kommentare durch. Machen da einen kurzen Zwischenstopp. Und dann fahren wir weiter nach Lipa. Ja, und jetzt sind wir wieder auf 1399 Fuß Höhe. Jetzt haben wir also wieder 500 Fuß runtergefahren von der Höhe her. Aber weit sehen kann man jetzt heute nicht mit dem Nebel wieder. Aber das ist ja immer so, ich bin drüben auf der deutschen Seite gewesen, da war es noch sonnig, da war es noch okay. Und jetzt bin ich hier und hier an dem Berg, da hängen immer die Wolken da. Und da sieht es dann immer so aus hier. Da kannst du machen, was du willst. Denkst du, heute ist das Wetter schön und dann ist es doch nicht schön. Ja, und da geradeaus ging es dann noch weiter Richtung Tschechien auf der 13. Aber die ist auch momentan noch gesperrt wegen Baustelle. Da müsste dann noch ein entsprechendes Schild kommen. Aber das spielt jetzt auch keinen Zopf, weil da fahren wir ja nicht hin. Und da rechts wird es auch nochmal nach Novi Bor gehen. Da dürfen wir aber nicht fahren. Die Strecke hier, die kenne ich noch auch aus Baustelle. Das war nämlich hier nur einspurig in einer Fahrtrichtung. Dann mit Baustelle zwischendrin, da bin ich im Stau gestanden hier. Aber jetzt ist das richtig an. Hier in der Richtung, wo die Steigung ist, da ist es der Gegenverkehr nur eine Fahrspur. Aber wenn du drüben auf der anderen Seite fährst, wirst du trotz der doppelten durchgezogenen Linie auch immer wieder überholt. Da können die nichts hier. Das juckt die nicht, ob da eine doppelt durchgezogene Linie ist. Müssten wir gleich da sein, ist nicht mehr weit, jetzt fahren wir noch um die Kurve rum. Ja, und jetzt haben wir es hier wieder einspurig. Und die Strecke ist, trotzdem sie ausgebaut ist, immer noch mautfrei. Ne? Und hier bergauf, wenn es mit der Steigung kommt, ist immer hier auf der anderen Seite jetzt. Ja, hier sind wir schon öfter gefahren. Da haben wir schon ein paar Mal Livestreams gemacht. Ne? Wer schon öfter bei mir dabei war. Und da war jetzt hier das Schild, das da gesperrt ist. Das war aber umgefallen, vom Wind wahrscheinlich. Hier sieht man noch einmal den Schien. Ich weiß, da geht es auch noch mal über den Berg drüber und da ist aber Baustelle auch. Die tun da die Straße neu machen. Deshalb ist da gesperrt. Jetzt mal schauen, wann das fertig wird, dann fahren wir dann mal. Weil die Strecke ist auch schön. Ich weiß nicht, wo das hier mal hingehen soll, ob das geplant ist, ob das irgendwann mal weitergeht, weil dass die noch was arbeiten und warten, da sehe ich nichts. Jahrelang
und ich habe noch nicht gesehen, dass die da irgendwie mal Baumaschinen hätten, um da die Strecke weiterzuführen. Wir sind jetzt hier in Novi Bor. Und der Sprit kostet hier, der Diesel 33,90 und das Benzin auch 33,90. Also bei der Tanke hier gibt es keinen Unterschied zwischen Diesel und Benzin, aber 33,90 ist, also da würde ich jetzt nicht tanken. Wenn es da woanders eine Tanke gibt mit 31,90, da tanke ich doch nicht bei 33, sind 2 Kronen. Boah, was sind denn 2 Kronen? 22 Kronen sind 1 Euro, also ja gut, ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt übermäßig viel, da 2 Kronen. Ne? Ist jetzt nicht so, dass man da gleich pleite geht bei 2 Kronen mehr, aber trotzdem, die Menge macht es ja aus. Ne? Und auch, wie sagt man immer so schön, auch Kleinvieh macht Mist. Ne? Und aus dem Grund, boah, hier liegt sogar noch Schnee, guck an. Ja, das sind auch diese Schneehaufen, die sie da beim Freischieben angehäuft haben. Muss mir nur mal noch ein bisschen Grad einrangieren hier, weil sonst kann ich die Tür nicht aufmachen. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt muss ich kurz lass mal kurz schauen. Kino, hallo. Hassan Marok. Ah, du bist in Marokko noch, ja, hallo. Wie sieht denn bei euch das Wetter aus? Wolfgang. Wo ist denn das? Also wir sind jetzt in Novi Bor in der Tschechei. In der Tschechei sind wir nicht in Süddeutschland. Und hier sind jetzt verschiedene Geschäfte. Ich muss jetzt hier nur schnell was abklären und dann geht es gleich weiter. Wir bleiben jetzt hier nicht lang, wir fahren jetzt gleich weiter. Ich muss nur mal kurz stumm schalten und dann bin ich gleich wieder da. Der sieht, dass ich zurückfahre und fährt trotzdem hinter mir. Also Idioten gibt es hier, ne? Sieht, dass ich zurückfahre und fährt trotzdem hinter mir rum. Da kann man nicht einmal eine halbe Minute warten, ne? Mann, wie ich solche Leute hasse. So, jetzt geht's weiter. Das hat sich hier erledigt. Jetzt fahren wir weiter nach Lipa. Muss ich gleich mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das sind, aber viel kann es nicht sein.
Weil Novi Bor, Lipa, das ist nicht viel. Und hier habe ich jetzt noch gesagt, ja, ich wollte noch kurz rechnen. Ich wollte ja sagen, 2 Kronen, wo hier das Benzin teurer ist. Das wären 9 Cent. Naja, 9 Cent. Ich meine, wenn man jetzt in Deutschland tankt, na, und ihr wisst eine Tankstelle, wo es 9 Cent billiger ist, fahrt ihr ja dorthin. Na. Aber 9 Cent, das läppert sich dann schon, wenn man da ein paar Mal im Jahr voll tankt. Na. Oder ein paar Mal im Monat, kommt immer drauf an, wie viel ihr fahrt. Also ich fahre ja so um die 3000 Kilometer im Monat. Wobei ich meistens nur immer so im Umfeld hier fahre, also weit die Strecken habe ich selbst. Meistens pendle ich nur zwischen Skorzelec, Liberec, Lipa, Bautzen und so in der Ecke pendle ich immer rum. Das wo im Iran? Ja, ich lese. Hallo zusammen. Ich wusste gar nicht, dass wir Zuschauer aus dem Iran auch dabei haben. Also ich selbst war noch nie im Iran. Als ich angefangen habe mit dem Fahren, da war halt Osteuropa angesagt, ne, 90er Jahre, da ging halt viel Verkehr nach Osteuropa. Ne. Und ich weiß aber damals, die älteren Kraftfahrer, die haben mir das erzählt, die waren noch im Iran. Da haben mir die viele Geschichten erzählt, wo die da früher dahin gefahren sind mit dem Lastwagen. Aber ich selbst war noch nie dort, es hat sich bei mir noch nie ergeben, dorthin zu fahren. Naja, weil Ladungen in die Richtung habe ich nicht und privat. Ach, die haben hier eine neue Brücke gebaut. Und privat fährt man so eine Strecke nicht einfach mal so, ne? Weil das ist ja doch eine ganz schöne Strecke, da muss man viel Zeit einplanen, die man dann meistens nicht hat. Und viel Geld. Obwohl früher, wenn ich vor 20 Jahren mal dahin gefahren wäre, privat, dann hätte ich es billiger, für die, nicht mal für die Hälfte von den Spritkosten, die man heute dafür bezahlt. Ne? Aber das habe ich halt damals nicht gewusst. Aber ich hätte auch nie so die Zeit gehabt, weil ich weiß, dass die Kollegen, die mir erzählt haben, die mit dem Lastwagen dort waren, wie lange die an den Grenzen immer warten mussten, bis die da rübergekommen sind. Ne? Da war im Iran hin und zurück, waren die da mit dem LKW 5-6 Wochen unterwegs. Ne? Da hast du privat halt keine Zeit dazu. Ne? Wie gesagt, beruflich bin ich immer Richtung Russland, Kasachstan gefahren. Ja, und jetzt sind wir schon in einem Vorort von Novi Bor. Pihel heißt das hier, das gehört noch zu Novi Bor. Jetzt müssen wir aufpassen. Hier ist eine Kamera, da wird man also überwacht, wie schnell man fährt. Ja, und der Lastwagen, der steht jedes Wochenende hier, wenn ich hier vorbeifahre. Der scheint ja wohl in der Gegend zu wohnen. Und
Jetzt ist es nicht mehr weit bis nach Lipa. Česká Lipa. Ich weiß gar nicht, wie das die Stadt mal auf Deutsch geheißen hat. Weil das waren ja früher mal deutsche Siedlungsgebiete oder das hat einmal zu Österreich gehört, da hieß das Böhmen. Ja, da war hier der österreichische Kaiser war hier das Oberhaupt. Dann nach dem Ersten Weltkrieg ist das erst selbstständig geworden. Ne? Als eigenes Land. Boah, jetzt schauen wir mal, hier haben wir gleich noch mehr Spritpreise. 34,50 fürs Benzin und 33,50 fürs Diesel. Boah, da kannst du gleich in der Apotheke einkaufen. Ja, aber ich muss ja nicht tanken heute. Ich habe ja gestern voll getankt. Das reicht ja wieder für 1000 Kilometer locker. Jetzt sind wir in Lipa. Da links kommt da gleich immer was, da kannst du Gemüse kaufen und Kartoffeln. Schauen wir mal, ob die da sind. Ja, da wo die Autos stehen. Ne? Da ist der, oder? Ja, doch, da wo die Autos stehen, da ist das mit dem Gemüse. Weihnachtsbäume hat er jetzt auch dabei. Weihnachtsbäume und Gemüse und Obst kann man da kaufen. Der ist auch immer da, der Händler. Ne? Also ich weiß auch nicht. Der hat auch kein Privatleben. Weil du kannst dich vorbeifahren, wann du willst. Der hat immer seinen Stand offen. Ne? Hier gibt es auch keine Feiertagruhe, keine Sonntagsruhe, so wie in Deutschland. Hier haben sonntags die Geschäfte geöffnet. Wer also noch was vergessen hat und in Grenznahe wohnt, der kann ja mal rüberkommen und einkaufen. So, jetzt müssen wir wieder einen Platz suchen, wo ich reinpasse, wo ich durchziehen kann. Ah, das habe ich ja jetzt einer gewesen, den habe ich jetzt zu spät gesehen. Mist. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Und ich habe auch ihn hinter mir, da sieht es ein bisschen blöd aus. Weil die kleben ja immer an der Stoßstange und dann kann man nicht mehr zurückrangieren. Und wenn man keine Zeit hat, noch einen Moment zu warten, ne? Schauen, den wollte ich jetzt nicht. Hier, oder? Ich wollte da vorne, wo die Dings stehen.
Platz war denn das? Den habe ich von der anderen Seite gesehen. Ja, genau. Da, wo der da steht. Da wollte ich rein. Den Platz habe ich aber gesagt, den habe ich zu spät gesehen vorhin. Um da noch reinzukommen. Weil dann kann ich hier nämlich durchziehen. Und dann kann ich vorwärts raus. Dann kann mich schon mal keiner einbehalten, keiner zustellen. Jetzt muss ich hier nochmal fürs Protokoll schreiben und hier muss ich jetzt aber raus. Jetzt schaue ich nochmal, was ihr Schönes geschrieben habt. Also wir sind jetzt hier beim Albert Obi und Dings da. Was gibt's da noch alles? Aktion gibt's halt. So, schauen wir mal. Süddeutschland. Ja, Glenis, ja, die Preise sind natürlich gut, ne? Ich habe aber gehört, also ich habe da auf YouTube gibt's einen, wie heißt der, Mariano Caravano oder so, der fährt mit so einem alten 5-Tonner zum Wohnmobil umgebaut mit so einem Postkastenwagen. Und der war mit seinem Gerät schon im Iran, aber sagt er, da ist immer schwierig an Diesel ranzukommen, weil das ist dort rationiert. Und da kannst du eigentlich nur an Diesel rankommen, wenn du den LKW-Fahrer findest, der dann auf seine Karte dir den Diesel gibt. Ne? Und naja, dann zahlst du dem dann halt 2 Cent pro Liter, ne? Und dann freut sich der, hat er was verdient und hast trotzdem noch billig getankt. Ne? Ja, es ist klar, wenn du rausfährst. Und ich weiß jetzt nicht, wie es beim Iran ist, aber normal waren immer 200 Liter frei, wenn du da, ich kann mich noch erinnern, wenn man mit also sowas innerhalb Europa ist es ja egal, da kannst du mit dem vollen Tank über die Grenzen fahren, aber da, wo es noch Grenzen gab, da hat man in die LKWs hat man 600 Liter Tanks, ne, und durften aber nur mit 200 Liter rüberfahren über die Grenze, ne. Ansonsten haben die das auch nachversteuert. Und da gab es da so Spezialisten, die haben da dann mit dem Meterstab reingemessen, ne, und dann gerechnet, wie viel Liter in dem Tank drin ist. Ne. Und wenn die da über 200 Liter gekommen sind, da hattest du ein Problem. Ne. Und wir hatten an unsere LKWs dann so einen Diebstahlschutz, ne, weil du konntest, wenn einer den Tankdeckel geöffnet hat, konnte er ja einen Schlauch reinstecken. Und da gab es eben so einen Diebstahlschutz mit so einem Gitter drin, da konntest du den Schlauch nicht reinstecken. Und da konnte natürlich der Zöllner seinen Messstab auch nicht reinstecken. Ne? Und die Tankanzeige, die war unglücklicherweise kaputt. Die hat immer nur leer angezeigt. Ne? Und wenn der dann da geguckt hat, dann war der Tank leer. Na, und in Wirklichkeit war er voll. Ja, das waren dann so die Sachen, die man da früher so gemacht hat. Ne? Und wenn wir in Russland waren, da mit dem Lastwagen, ne? Und Russland, Ukraine sind wir damals noch durchgefahren. Ne? Und das Einzige, die sind hergekommen, haben gesagt, Kabinenkontroll. Dann bist du ausgestiegen, hast die 50 Mark auf der Fahrersitz gelegt und der steigt ein, nimmt sich die 50 Mark und dann durftest weiterfahren. Der hat sich eigentlich nichts interessiert für Fahrzeiten, Lenkzeiten, Ruhezeiten oder wie schnell du gefahren bist. Du konntest mit 120 über die Landstraße brettern.
wenn du überhaupt eine Landstraße gefunden hast, wo du überhaupt schneller wie 30 fahren konntest, weil die hatten ja da drüben teilweise Sandpisten und Löcher drin und so weiter. Ne? Aber die haben sich für nichts interessiert. Du hast dein Schmiergeld abgegeben und durftest weiterfahren, aber wenn du schon die Tachoscheibe rundherum voll hattest, das war denen egal. Die wollten nur abzocken. Ja, die haben auch immer nur die mit dem deutschen Nummernschild angehalten. Ne? Die Russen haben sie nie angehalten. Die haben immer nur rausgepickt, wer hat jetzt ein Westkennzeichen und da hieß es dann Schmiergeld abdrücken. Ne? Ja, aber das hat man einkalkuliert. Da hattest ja entsprechend Reisegeld mit, ja, dass du alles bezahlen konntest. Ja, und jetzt gebe ich euch mal kurz meinen Beifahrer, weil ich muss jetzt aussteigen. Ich muss jetzt meine Jacke anziehen, weil draußen geht der Wind. Da ist es mir kalt. Jetzt steigen wir erstmal aus. So, gib mal her jetzt. Ohne mein Gesicht zu zeigen. So, jetzt sind wir hier draußen und jetzt gehen wir hier mal eine Runde. Ja, das dauert wieder ewig. So, schauen wir mal kurz. Türen sind zu. Und während der Beifahrer die Arbeit erledigt, gehen wir mal ein bisschen spazieren. Da schauen wir mal in das eine oder andere Geschäftle rein hier. Ja, da ist was ich euch noch schnell zeigen will. Für diejenigen unter euch, die noch mit Holz oder Kohle heizen. Die haben wir nämlich diese Holzbriketts. Ja, hier gibt es ja Weihnachtsbäume. Also die Preise sind natürlich in Kronen. Ne? Da musste geteilt durch 23 rechnen die Preise. Jetzt haben wir hier 10 Kilo Rufbriketts für 69 und 10 Kilo Kohle für 109. Und hey, was ist denn das? Ja. Das sind Mistelzweige. Ja. Ja, das sind Mistelzweige. Die kannst du für 50 Kronen hier kaufen, also 2 Euro. Also die brauche ich nicht kaufen, die kann ich in meinem Garten vom Baum abschneiden. Das muss man jetzt mal geben, weil bei mir im Garten betrachte ich das ja als Unkraut, dieses Zeug, ne? Weil das macht ja den Baum kaputt. Und da schneide ich das immer wieder ab und tue es auf der Kompost. Aber das werde ich jetzt nächstes Jahr anders machen. Da tue ich das abschneiden und verkaufen für 2 Euro das Stück. Ne? Man kann doch hier wirklich aus allem Geld machen, ist Wahnsinn. Mistelzweige für 2 Euro, also 49 Kronen sind ungefähr 2 Euro. 49 Kronen, wenn man geteilt durch 23 rechnet, ist das sogar mehr als wie 2 Euro. Ne? Kosten die Jacke hier 399. Das sind natürlich alles. Ich habe jetzt Brille dabei. 749. Ha, jetzt habe ich mich schon gefreut, habe mir gedacht 249, das wären 10 Euro.
Und in Wirklichkeit waren es 700, habe jetzt einen 7er für einen 2er angeguckt. Ne? Das ist natürlich dann, was ist denn 700? Ach, da mag ich jetzt nicht rechnen. Also wenn 210, dann wären das 30 Euro. Das geht aber auch noch für so eine Jacke. Ne? Das ist ja wirklich. Ja. Das wäre 30 Euro für so eine Jacke, das geht auch noch. Da kann man sich nicht beklagen. Und wie heißt jetzt das Geschäft hier eigentlich? Kick. Wir sind im Kick. Wer es wissen will, wir sind hier im Kick. Ah, guck an hier. Ah, Phil. Was kosten die? Oh, 749. Das schon, dann kann man das weg wieder Ah. Das noch, das bringt so. Ich habe ja, meine Jacke habe ich ja auch. Die habe ich beim bekannten Versandhandel bestellt. Da kann ich auch innen das Fell rausmachen. Das ist mit dem Reißverschluss. Ja, und dann kann ich das rausmachen. Dann kann ich die auch im Sommer als Regenjacke oder als Windjacke benutzen und im Winter halt dann für die Kälte. Ne? Und ich habe sogar noch am Kragen, so einen Fellkragen, aber den habe ich noch gar nicht dran, weil der stört mich im Genick immer, weil das ist mir zu warm dann im Genick. Da muss es dann schon wirklich ganz kalt sein. So kalt, dass er die Pelzmütze aufsetzt und dann tun wir das. Ach, weil ich hier gerade den Korb sehe. In so einem Korb sammle ich meine Flaschendeckel, weil ich reiße die immer ab, weil in Polen werden die Deckel ja separat gesammelt. Ja. Was kostet denn das Ding hier? Oh, Das schon. kann ich jetzt nicht lesen. Was kostet das? 14 Kronen. Ja, ganz super. 15 Euro. 15 Euro. Aber Shisha ist Drei. 60. 399 Kronen. Oh. Kindersachen. Müssen wir schauen. Was kostet das? 10 Euro. Ah, das ist doch schön, ha? Was den kleinen Jarak grüßen? Ja, kleiner Jarak, hallo. Fabian Posch, hallo. Manfred, wo bist du? Also ich bin jetzt in der Tschechei im Kick im Moment. In Keska Lipa. In Keska Lipa im Kick. Da schauen wir mal kurz. Während mein Beifahrer die Expresslieferung abgegeben hat, gehe ich mal ein bisschen bummeln. Weil ich wollte jetzt den Livestream nicht so abrupt beenden. Ja. Das Reh. Boah, ich kann es gar nicht lesen. 3 Euro. Und der Papa Noel. Was kostet der? 5 Euro. Ja, für 5 Euro ist der aber schön. Ne? Das kann man gelten lassen. Ja, und hier gibt es noch so Sachen. Ach, Hundefutter gibt es ja.
Guck an, Hundefutter gibt's auch. Und Spielsachen für den Hund. Guck. Hier steht 79 Kronen. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich einen Teil finde, das tatsächlich 79 Kronen kostet. Der kleine Jara grüßt zurück. Ja, sehr schön. Ah, hier haben wir sogar was mit 59 Kronen. Guck an. 59. Ja, das ist jetzt natürlich was für Kinder, ne? Ja, das wird Kinder. Das ist natürlich was für Kinder. So 59 Kronen. Was habe ich gesagt? 23 Kronen sind 1 Euro. Dann wären 46 2 Euro. Also sagen wir 2,50 hat das Teil gekostet. 2,50 für so ein Hemdchen. Da wundere ich mich immer, wie das so billig sein kann. Ne? Ja, das ist wahrscheinlich Ware aus China, ne? Und in einem halben Jahr kaputt. Obwohl, wenn es für Kinder ist, muss man alle halbe Jahr was Neues kaufen, weil die wachsen ja schließlich. Ne? Aber manchmal staune ich wirklich, wie billig manche Sachen sein können, vor allem Kleidung. Ne? Und während man für andere Sachen sich dumm und dämlich bezahlt. Ne? Wenn so ein Kleidungsstück billiger ist als wie ein Stück Brot, ein Laib Brot, ne? Und ne? Da stimmt doch eigentlich was nicht, würde ich jetzt mal sagen, aber okay. Das Kleid schon. Hunde. Sind hier. So, Guck hier. Das Vision Lines. 10 Euro. Sehr. Ja. Das kostet nicht einmal 10, das kostet 8. Guck, wie das Weg so. Ich finde das sehr 1 Euro. Ja, aber 1 Euro. ja, das auch schon. Okay. Auch 1 Euro. Das schon. Ja. Ja, Jeans gibt es da auch natürlich. Ne? Was kosten so eine Jeans? 6 Euro. Hier steht sogar auf Deutsch dran. Warum jetzt? Das ist okay. Ja, gehen wir wieder raus. Ach, für den Hund gibt es also Happy Birthday Dinger. Ich weiß nicht, ob der das auf dem Kopf behält, wenn es wirklich der schüttelt doch so lange den Kopf, bis das abfällt, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Ja, und hier schauen wir noch mal da drüben. Ach, da drüben kommt sogar ein bisschen Sonnenschein durch die Wolken durch. Und dahinter in die Richtung fahren wir dann weiter.
Und da ist noch ein Parkhaus unten drunter, da gibt es noch ein Parkdeck, da kann man da hinten runterfahren. Da wo das Schild 2,30 Meter steht, da geht es runter in die Tiefgarage. Und hier oben, glaube ich, ist begrenzt für 2 Tonnen oder so. Aber da sind einige Fahrzeuge drüber. Das interessiert ja auch keinen. Die machen auch, was sie wollen. Und da, wo ich park, da ist ja nicht die Tiefgarage, da ist es ja nur ein normaler Parkplatz. Und hier sind wir jetzt im Albert. Da gibt es natürlich auch die Weihnachts-Schoko-Dinger. Was kosten die hier? 100 Kronen. 100 Kronen sind 5 Euro, nicht ganz. Ein Mützenladen. Ja, hier Baumdeko. Boah, jetzt muss ich mir noch was zu essen mitholen. Irgendein Gebäckstück brauche ich noch jetzt dann. Auch vorhin war ich im Billa, da habe ich nicht aufgepasst, da habe ich mir ich habe gedacht, das wäre eine Nussschnecke, ne? Und da war das Ding mit Paprika, ne? Wer kommt denn bitte auf die Idee, ein Gebäck mit Paprika zu machen? Also das war jetzt da nicht meins. Ich wollte es ja süß haben und nicht scharf, ne? Aber das kommt halt drauf an, das kommt halt dabei raus, wenn man die Sprache nicht lesen kann. Es stand wahrscheinlich auf Tschechisch angeschrieben, ne? Dass es mit Paprika ist. Ich habe da aber auch nicht so genau hingeguckt. Ich habe halt gedacht, es wäre eine Nussschnecke, ne? Und selbst wenn es auf Deutsch dran gestanden wäre, hätte ich es wahrscheinlich nicht bemerkt, weil ich da davon ausgegangen bin, dass es Nuss wäre. Was ist denn das da? Merlot Wein. Merlot Wein. Also Wurst und Wein zusammen, naja. Es gibt hier Käse und Oliven, ja, Fisch. Ja. Ja, und jetzt will ich mir noch was holen. Hier, ich habe jetzt Hunger. Mal schnell was essen. Aber vorher schauen wir noch, was gibt es denn hier. Wasserkocher und Küchengeräte.
Also ein Sandwichmaker muss ich mir auch mal wiederholen. Mein Alter ist schon etwas abgenutzt. Gourmet für die Katz. Und Kaffee. Kaffee muss ich mir auch noch holen. Jetzt werde ich hier den Live mal beenden, weil ich muss jetzt noch, will mir noch ein paar Sachen mitnehmen. Ne? Und da kann ich jetzt nicht dann mit dem Telefon auch noch rumhantieren. Ich bedanke mich dafür, dass ihr mitgefahren seid, und wenn ihr mal wieder reinschauen wollt, dann tut am besten jetzt den Kanal noch abonnieren. Dann könnt ihr öfter mal so eine Runde mitfahren. Wenn das mal in ein Geschäft reingehen, das kommt normalerweise nicht vor. Das ist jetzt heute nur ausnahmsweise mal. Normal gibt es einen reinen Fahrvideo, ne, aber okay. Jetzt machen wir das halt so. Und dann bedanke ich mich nochmal und lasst ein Like da. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Was? Nix, ich habe gesagt, gehen durch, wo ist